Ich bin ja immer wieder begeistert von meinem Nibbler. Egal, ob man gerade Schnitte im Blech durchführen will, ob man Konturen im Blech zuschneidet. Der Nibbler macht das wirklich schnell, effizient. Riesenvorteil, man hat keine Funken, man hat keinen Staub in der Luft und man hat einen Zuschnitt, den kann man sofort weiterarbeiten. Maximal ein bisschen entgraten, sonst absolut sauber der Schnitt. Und so einen Nibbler habe ich seit Jahren von Parkside im Einsatz. Ist, glaube ich, eins der beliebtesten Werkzeuge von Parkside. Eins der Werkzeuge, was wirklich viele von euch haben. Das Einzigste, was wirklich regelmäßig nervt, ist das blöde Kabel. Und da gibt es mittlerweile auch einen Akku-Nibbler. Und der Hammer ist, beide Geräte haben wirklich extrem gute Bewertungen. Da ich mit dem Nibbler schon so zufrieden bin, habe ich mir das Akkugerät auch besorgt. Und das will ich mir heute mal mit euch zusammen angucken. Wenn man sich jetzt den Markt für Akku-Nibbler anguckt, der ist wirklich sehr, sehr überschaubar, sind die nächsten Geräte 4 bis 5 Mal so teuer wie der Parkside-Nibbler. Der kostet immer so zwischen 50 und 70 Euro. Die nächsten Geräte gehen dann so ungefähr bei 250 Euro los. Und es ist jetzt sicherlich kein Vergleich, dass man sagt, man vergleicht hier Makita mit Parkside. Wäre vollkommener Blödsinn, wollen wir auch nicht machen. Mich interessiert nur, wenn so ein Gerät wirklich nur ein Viertel von anderen Geräten kostet, kann man damit auch vernünftig arbeiten. Was kann man damit machen? Und das werden wir in diesem Video ergründen. Der Akku-Nibbler kommt wieder in so einem praktischen Koffer. Das finde ich immer an den Parkside-Geräten wirklich schön. Wenn ich jetzt das Ganze hier auspacke, gucken wir nebenbei mal auf den Koffer, was da drauf steht. Das heißt, wir können hier 2,5 mm Aluminium mitschneiden und je nachdem welche Güte bis zu 1,6 mm Stahl. Und das werden wir natürlich auch ausprobieren und mehr, je nachdem, was das Gerät wirklich so schafft. Wenn man das Gerät oder den Koffer dann aufmacht oder so, dann sieht das Gerät alles andere als schlecht aus. Muss man wirklich sagen. Hat so eine schöne Gummierung bekommen. Man sieht auch hier von wegen, das Gerät ist hier unten so ein bisschen verschmutzt. Also das ist ein ganz normaler Kauf, das Gerät. Das ist jetzt keine Musterserie, wo man sagt, von wegen, da wird einem ein Gerät zur Verfügung gestellt und das ist jetzt irgendwie speziell präpariert. Wenn man sich jetzt beide Geräte zusammen anguckt, von wegen, dann sieht man schon, der Akku-Nibbler ist ein bisschen ergonomischer. Wenn ich den so in der Hand nehme, ist er natürlich nicht ausgewogen. Das heißt, von wegen dem Gerät fehlt der Akku. Den Akku muss man hinten ranbringen und dann hat man ein Gerät hier ungefähr 2 Kilo. Also da kann man als normaler Mann oder auch als Frau problemlos mitarbeiten. Das heißt, die Ergonomie hat sich bei dem Akkugerät deutlich verbessert. Der liegt richtig schön in der Hand, da kann man schön mitarbeiten. Knapp 2 Kilo mit dem Akku, also das ist wirklich kein Gewicht und kein Problem, da vernünftig mitzuarbeiten. Und was auffällt, das Gerät mit dem Akku ist deutlich, deutlich leiser. Das heißt, das kabelgebundene Gerät, das hat schon richtig Dampf, das macht auch richtig Lärm. Da ist der Akku deutlich leiser. Wir haben uns eben schon angeguckt, was die Verpackung verspricht, was das Gerät zuschneiden soll. Und da haben wir 2,5 mm Aluminium und 1,6 mm Stahlblech. Ich habe hier erstmal 2 mm Aluminiumblech, schneide ich einfach ein bisschen. Ich will mal gucken, hält das Gerät, was es verspricht. Und das ist 2 mm Aluminium. Man sieht, das geht hier durch wie Butter. Das schneidet das Gerät wirklich super. Und die Kante ist auch sehr interessant. Die seitliche Kante ist von der Kreissäge. Damit schneide ich mir meine Alustreifen immer zu, weil ich keine Tafelschere hier in der Werkstatt habe, aber immer die großen Tafeln. Und wenn man das jetzt sieht von dem Nibbler, das ist so eine unglaublich saubere Kante. Die hat noch nicht mal 1 Grad. Das ist wirklich Wahnsinn. Da kann ich auch ein bisschen mit Kraft drüber gehen. Das ist einfach nur eine sehr, sehr gerade Kante. Das heißt, wenn ich es draußen haben will, als Außenkante, müsste ich es natürlich ein bisschen abrunden, ein bisschen mit der Feile rübergehen. Wenn ich schweißen will, kann ich die Kante sofort in der Form so verwenden. Nächste, was mir auffällt, das ist 1,5 mm Stahlblech, dass die Vibration hier deutlich geringer ist. Ich habe jetzt in diesem Test mit beiden Geräten natürlich auch nochmal wieder gearbeitet. Die Vibration von dem Gerät ist deutlich geringer als die von dem kabelgebundenen Gerät. Ist halt auch immer so eine Sache, mag auch sein, dass das durch den ergonomischeren Griff ist und der Griff ist ja auch mit Gummis und man hat hier wieder auch eine Kante, die ist wirklich top. Kann man also gleich weiterverarbeiten, ist nichts, was man da in irgendeiner Form nacharbeiten muss. Das ist jetzt schon mehr, als das Gerät theoretisch kann. Das ist 2 mm verzinktes Stahlblech und das schneide ich hier auch völlig problemlos mit dem Gerät durch. Sieht man auch von wegen, hat eine sehr schöne Kante. Also die Kante beeindruckt mich beim Nibbler immer am meisten. Man hat keinen Staub, man hat keinen Dreck, man kann die Kante gleich weiter bearbeiten. Ich sage das ein paar Mal hier, aber es ist wirklich immer sehr, sehr interessant.
Und das ist jetzt schon 2,5 Millimeter. Das ist eine 2,5 Millimeter Tafel. Wir erinnern uns, 1,6 ist eigentlich das Max, was das Gerät vorkommt. Und 2,5 Millimeter habe ich hier noch eine ganze Menge Reste, habe ich alles ausprobiert. Keine Angst, wir gehen auch gleich mal an die Grenzen, wo das Gerät das nicht mehr schafft. Aber 2,5 ist so für mich die Grenze, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr euch so ein Gerät kauft. Das könnt ihr damit wirklich noch vernünftig zuschneiden, vernünftig bearbeiten und das Ganze, wie gesagt, mit einer Kante, die kann man sofort weiterverarbeiten. Ich habe hier einen Rest von meiner Dachrinne, die habe ich bei mir an der Garage gerade erneuert. Und an so einer Dachrinne, was braucht man? Natürlich irgendwo auch einen Ablauf. Und sowas kann man auch sehr schön mit einem Nibbler machen. Wenn man das nicht hat, braucht man eine schöne Blechschere, muss sich das da irgendwo reinfummeln. Hier nehme ich einfach meinen Akkubohrer mit einem Stufenbohrer, bohre da einmal rein. Braucht man etwas mehr als 20 für die Bohrung. Ich bin hier irgendwo bei 26 und dann kann man den Nibbler nehmen. Ich habe mir das so ein bisschen angezeichnet. Und ich wollte natürlich auch mal gucken, was ist der kleinste Radius oder der kleinste Durchmesser, den man damit hinbekommt. Das ist hier 100 und 100 geht wirklich noch relativ gut. Ich hätte es mir ein bisschen besser einspannen sollen. So rutscht einem das immer so ein bisschen weg. Aber wenn man einmal so in dieser Bewegung drin ist oder so, dann kriegt man das schon relativ gut hin. Ich habe am Ende auch einen kleinen Absatz von wegen, da bin ich ein bisschen verrutscht oder so, aber im Prinzip, sage ich mal, eine schöne Rundung, ein schöner Auslauf. Das heißt 100 habe ich hier gemacht, 80 wäre minimal möglich. Das gibt auch der Hersteller an. Das habe ich an den verschiedenen Schnitten und den verschiedenen Konturen auch ausprobiert. Übrigens, der Nibbler ist von der Kontur und der ganzen Form vorne von dem Nibbelwerkzeug absolut identisch mit dem kabelgebundenen Werkzeug, wen das interessiert. Ich habe jetzt insgesamt hier 2,5, 3 Stunden genibbelt. Alles, was ich irgendwo in meiner Schrottkiste vorgefunden habe und eigentlich auch vieles, was noch nicht Schrott war, wie dieses Vierkantrohr hier, habe ich einfach mal kurz und klein genibbelt. Und so ein Nibbler ist egal, ob man praktisch veranlagt ist, kann man da tolle Sachen mitmachen, auch wenn man kreativ veranlagt ist. Man kann zum Beispiel in so ein Rohr einen schönen Ausschnitt reinbringen, ein Langloch reinbringen oder irgendeine Kontur. Also es geht wirklich alles sehr sauber, sehr ordentlich. Man sieht die unwahrscheinlich vielen Teile, die hier bei mir rumfliegen. Und ich wollte natürlich immer auch so ein bisschen gucken, wo sind die Grenzen. Ich habe 2 Akkus durchgebracht, das heißt, ich musste einmal zwischendurch laden. Habe jetzt hier ein Rechteckrohr. Das Rechteckrohr ist normal von der Nennstärke 3 mm. Ich habe nachgemessen, es sind 3,2 mm. Das heißt, das ist die doppelte Materialstärke von dem, was es eigentlich schaffen sollte, das Gerät. Das habe ich auch nochmal ausprobiert. Das heißt, ich habe hier mit dem Stufenbohrer ein schönes Loch reingebohrt und Ziel war es eigentlich, dann so eine längliche Ausklinkung hier hinzubekommen. Und da ist bei dem Gerät Schluss. Ich hatte vorhin 2,5 mm, da ging er noch durch wie Butter. Bei 3,2 mm, also das Doppelte, was er eigentlich schaffen soll, da ist irgendwann Feierabend. Und ich denke, das ist auch in der Form okay. Da weiß man, irgendwo sind die Grenzen bei dem Gerät. Das schaltet er einfach ab. Wenn man dann das Gerät da wieder irgendwo rausgefummelt hat, das war jetzt so ein bisschen schwierig, dann kann man das Gerät ganz normal wieder anmachen. Ich habe es natürlich das zweite Mal noch versucht, hat genauso wenig geklappt und dann habe ich es auch mehr oder weniger sein lassen. Das heißt, irgendwo sind die Grenzen bei so einem Gerät erreicht. Ich hatte jetzt kein 4 mm Aluminium, ob er das noch schafft, weiß ich nicht. Aber im Prinzip hier bei 3,2 mm gemessen ist die Grenze erreicht. Gerät hat das aber alles unbeschadet überlebt, was ich mit dem Gerät hier gemacht habe. Ich habe danach noch mal ein bisschen Aluminium geschnitten. Ich habe danach noch verschiedene Sachen vom Kfz geschnitten, um da auch noch ein paar schöne Aufnahmen, ein paar schöne Versuche zu machen. Man sieht hier von wegen, ich habe wirklich eine Menge geschnitten mit dem Gerät. Und das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde das als Akkugerät wirklich alles andere als schlecht. Das heißt von wegen, man sieht hier auch im Hintergrund, da ist die vergeigten Versuche und das Gerät hat das alles unbeschadet überlebt. Man kann hier problemlos wieder 2 mm Aluminium schneiden, kann hier einfach irgendeine Kontur nachschneiden. Und da ist das kabelgebundene Gerät natürlich nochmal deutlich leistungsfähiger. Das heißt, die Mechanik vorne, das ist alles genau identisch. Das Gerät hat nur ein bisschen mehr Bums. Das heißt, ich schneide hier einfach mal rein von wegen und man sieht, der geht hier wirklich noch durch wie Butter. Ich habe mit dem kabelgebundenen Gerät schon mal 4 mm geschnitten. Das heißt, hier hinten zieht sich das Rohr zusammen. Da kann das Gerät an sich nichts. Da hätte ich irgendwas machen müssen. Aber im Prinzip mit dem Gerät kann man sowas problemlos schneiden. Und das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Das Kabel
kabelgebundene Gerät, das merkt man auch bei Winkelschleifern oder so, die haben auch kabelgebunden immer deutlich mehr Bums. Am Ende des Tages ist das immer eine sehr individuelle Entscheidung. Der eine schwört auf Kabel, der andere möchte es möglichst flexibel mit dem Akku haben. Aber braucht man halt auch ab und zu mal einen neuen Akku, wird es auf Dauer auch deutlich, deutlich teurer. Und wenn man das Akkusystem nicht schon hat oder so, dann ist es natürlich nochmal von der Anschaffung deutlich teurer. Aber wie gesagt, der Akkunippler hat bei mir sehr gut funktioniert. Der andere Nippler, der funktioniert, glaube ich, schon seit fast 3 Jahren bei mir sehr gut. Ist ein sehr, sehr schönes Gerät für den Preis. Ich verlinke beide Geräte hier unter, da muss man immer ein bisschen gucken, wann die mal im Angebot sind. Dann kriegt man die wirklich sehr, sehr günstig teilweise und dafür lohnen sich die Geräte auf jeden Fall.